Das Konzept ist ja nicht neu. Man nehme ein Gehäuse, was ungefähr dem entspricht, was wir vorher hatten, und mache dann einfach den Rahmen etwas kleiner. Und das Ergebnis ist, wir haben bei gleicher oder ähnlicher Gehäusegröße mehr Bildschirm. Diese Formel kommt immer gut an, das ist wie mit Preisnachlässen, wer soll schon was dagegen haben. Aber es ist so, dass beim iPad Mini, das ja nun mit 7,9 Zoll gar nicht so weit weg ist vom größten Smartphone von Apple, vom iPhone 13 Pro Max mit 6,7 Zoll, dass das nun aufgewachsen ist auf 8,3 Zoll, klingt erstmal nach nicht so viel, ist aber in der Größenklasse schon recht bedeutsam. Und das ist, glaube ich, so das, wo natürlich alle zuerst drauf gucken, buchstäblich. Aber dieses iPad Mini hat noch mehr in sich. Und das habe ich mir jetzt in einem mehrwöchigen Test mal angeguckt und darüber möchte ich mit euch hier sprechen. Ein Review des iPad Mini kommt natürlich nicht aus ohne ein wenig Historie. Denn die ist ja wirklich bemerkenswert in dieser Größenklasse gewesen. Es war das erste iPad, was ja abgewichen ist von der Standardgröße und war ja auch schon sehr früh auf dem Markt. Das ist ja mittlerweile schon um die 9 Jahre alt oder beziehungsweise 9 Jahre her, dass wir das erste iPad Mini bekommen haben. Dann hat Apple tatsächlich auch das iPad Mini in Jahresschritten herausgebracht, aber im Jahre 2015 war dann ja plötzlich Schluss. Und diese Pause dauerte für Technikverhältnisse sehr lange, 4 Jahre. Und 4 Jahre, da schreibt schon mancher den Nachruf, da denken schon viele, das war's dann. Aber nein, das war's dann eben nicht. Es kam 2019, kam dieser kleine Publikumsliebling dann halt wieder mit aktuellen Spezifikationen, aber im alten Design. Einige waren enttäuscht, die hatten nämlich schon damals darauf spekuliert, dass Apple was ganz Neues, was Rahmen, los ist ja ein bisschen übertrieben, aber zumindest Rahmen, mit einem kleineren Rahmen versehenes Gerät herausbringt. Und jetzt 2021 haben wir es bekommen. Es war ja so insgeheim der Star auf der iPhone-Präsentation. Ja, und da haben wir es nun und es erinnert uns an einen, ich möchte fast schon sagen, alten Bekannten, denn das iPad Air, was ja auch ein Redesign bekommen hat, weist in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten auf. Das fängt beim Design an mit dem Stahlrahmen drumherum. Das geht über den Touch-ID-Sensor, der oben da drin sitzt, um es aufzuschließen. Und ja, das geht eigentlich so über das ganze Look and Feel dieses Gerätes. Auch so die Vorderseite mit dem Rahmen, dieses Konzept ist eigentlich ziemlich identisch, halt nur wesentlich kleiner. Nun ist allerdings die Frage, ist das denn noch zeitgemäß? Oder werfen wir erstmal einen Blick so ein bisschen auf die Spezifikation, was da noch so drin steckt. Apple hat den neuesten A15 Prozessor eingebaut, den wir jetzt in der aktuellen iPhone-Generation drin haben. Wir haben 5G Mobilfunk, natürlich weiterhin gegen Aufpreis, aber immerhin kein LTE mehr. Oder LTE wird natürlich abwärtskompatibel auch unterstützt, aber eben 5G Mobilfunk für Zukunftstauglichkeit. Und wir haben 12 Megapixel Kameras vorne und hinten. Wobei ich ja mal geneigt bin zu sagen, dass bei iPads die Vorderkamera noch viel bedeutsamer ist als bei den Smartphones. Kommt noch hinzu, wir haben Center Stage eingebaut. Das heißt die Möglichkeit Ultraweitwinkel, dass ein ranzoomt in Weitwinkel und wenn ich mich dann hin und her bewege, dann folgt mir die Kamera automatisch. Auf der Rückseite die Kamera. Unter schlechten Lichtbedingungen kommt das Rauschen dann schon mal schnell, aber wir wollen ja auch eigentlich nicht die Top-Kamera haben. Wer so ein iPad Mini benutzt zum Fotografieren, nimmt das ja zum Beispiel unter relativ guten Lichtbedingungen, um zum Beispiel Dokumente damit einzuscannen oder etwas zu fotografieren, was zumindest in einer besseren Lichtumgebung eben dann zu sehen ist. Bemerkenswert ist, dass wir wie beim iPad Air jetzt ein weiteres iPad haben, was den USB-C-Anschluss bekommen hat. Der Lightning-Anschluss ist dann Geschichte. Ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle iPads dann auf USB-C umgestellt sind. Und das ist ja auch gut so. Man kann mit USB-C, einerseits braucht man nicht ein extra Kabel mehr, wenn man noch weitere USB-C-Geräte hat. Und man kann ja auch weiteres Zubehör anschließen. Ein weiterer kleiner Nebeneffekt des neuen Designs ist, dass man jetzt den Apple Pencil der 2. Generation an der Seite anbringen kann, der sich dann ja auch dann magnetisch auflädt, also nicht mehr über Lightning-Stecker irgendwo dann so wie so ein Dorn hinten reinmachen. Finde ich auch sehr schick und es sieht im Übrigen auch überhaupt nicht blöd aus. Also ich finde, dass man merkt, dass Apple solche Sachen schon sehr lange vordenkt. Der Apple Pencil hat genau die richtige Höhe, um am Gehäuserand eben dann adäquat von den Proportionen her auszusehen. Nun ist allerdings die Frage, ist das zeitgemäß? Und das definiert sich ja eben nicht nur über die Frage, hat es eben zeitgemäße Inhalte, also Komponenten, die eingebaut sind, sondern es geht am Ende natürlich auch um die Frage, ist der Use Case noch gegeben? Vor 10 Jahren sah die Welt noch ein bisschen anders aus, aber ich muss sagen,
ich stelle dann doch fest, obwohl ich ja ein begeisterter iPad Pro-Nutzer des 12,9 Zoll Gerätes, der 12,9 Zoll Klasse bin, das so auf der Couch mit einer Hand das dann einfach zu haben, zum Beispiel zum Lesen von Magazinartikeln, aber auch für Netflix, Amazon Prime oder Apple TV Plus, um dann eben mir einen schönen kleinen Film anzugucken, ist schon sehr gemütlich das Ganze. Also das ist wirklich so ein Ding. Und nun kann man natürlich sagen, ja, aber du hast doch ein riesiges iPhone, warum benutzt du das denn nicht? Gutes Gegenargument, allerdings, wenn ich das nicht hätte, dann ist es natürlich eine Riesenanschaffung. Das kostet immerhin das größte iPhone ab 1.249 € aufwärts, denn meistens möchte ich ja mehr Speicher haben. Und dieses wunderbare Gerät kriegt man zwar für nicht ganz günstige 549 € in der 64 GB WLAN-Version, aber das ist dann deutlich weniger. Und für viele Menschen reicht das eben einfach. Und der zweite Punkt ist, ich habe einfach ein anderes Seitenverhältnis. Smartphones sind ja traditionell schmaler geschnitten, damit sie dann eben zum Beispiel besser in Hosentaschen reinpassen. Alles sehr sinnvoll, alles sehr gut, aber das Format kommt natürlich dann ganz anders. Und hier ist es eben so, dass ich so dieses, weiß gar nicht, ist das 2:3, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Format habe, was dann eben für viele Anwendungen besser ist. Ist denn jetzt alles toll an diesem iPad Mini? Nein. Es gibt eine Sache, die mich doch ein bisschen irritiert und die Apple aber zumindest leichter als die Hardware verändern könnte, und das ist die Software. Denn irritierend ist es in meinen Augen, dass Apple eine iPadOS-Software für alle Größen, und die sind ja nun wirklich sehr auseinandergehend, da gemacht hat. Das hat zur Folge, dass in iPadOS 15, da wo die Widgets jetzt auch eingeführt wurden, die Icons der Programme unsinnig große Abstände zu den Rändern dann lassen. Also der Platz ist nicht effizient genutzt. Das macht auf dem 12,9 Zoll iPad überhaupt nichts aus, ganz im Gegenteil, sieht dort sogar schöner aus, aber es ist auf einem Mini-Gerät einfach Platzverschwendung. Das gleiche gilt unten für diese Schnellstartleiste, wo dann einfach viel zu viele Icons drin sind, wo man sagen könnte, nehmt doch ein oder zwei raus, sieht einfach ästhetischer aus. Also ich wünsche mir einfach eine gezieltere Unterstützung dieses Formates, ein Eingehen auf Eigenheiten, ein effizienteres Ausnutzen von Bildschirmplatz in künftigen iPadOS-Versionen. Mir ist klar, dass wir das jetzt nicht in 15.1 oder 15.2 geben, aber vielleicht eine Idee für 16 oder 17. Apple, macht da doch mal was, denn dieses deutliche Bekenntnis zur Mini-Klasse verlangt jetzt natürlich auch, dass das nicht nur bei der Hardware so bleibt, sondern auch eben bei der Software so ist. Wer braucht das? Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist ein Konsumiergerät. Es ist, ja, natürlich kann man dann produktiv arbeiten. Ich weiß auch, in vielen Firmenumgebungen wird es auch genutzt, wobei auch eher so als schnelles Eingabegerät. Gastronomie, Aufnahme der Bestellung, dann eben beim Hotel an der Lobby oder eben im Showroom, im Verkaufsraum und für das Beratungsgespräch. Texte schreiben macht darauf nur bedingt Spaß. Es gibt auch keinen Tastaturanschluss zum Beispiel, um jetzt ein Magic Keyboard, das es auch nicht gibt, anzuschließen. Natürlich kann man sich eine Bluetooth-Tastatur kaufen und die dann eben damit verbinden. Geht natürlich wunderbar. Aber ich glaube, Apple selber hat das auch nicht im Sinn gehabt, dass sie das jetzt als Produktivgerät verkaufen wollen. Das ist wirklich noch immer das klassische Couch-Potato-Device, beziehungsweise eben für unterwegs auch super geeignet auf Reisen. Da eckt man nirgendwo mit an, geht auch gar nicht mehr, gibt keine scharfen Ecken mehr. Aber das nebenbei gesagt, also in der Beziehung, glaube ich, ist es dann einfach die Zielgruppe, die Apple da im Blick hat. Also nun fragt ihr mich wahrscheinlich, iPad Mini kaufen. Ich würde sagen, das ist schon wirklich ein deutlicher Sprung nach vorne. Und wer ein Freund der Mini-Klasse ist, der wird ein Freudenfest abhalten. Das ist wirklich nämlich das Signal, was wir lange uns von Apple versprochen haben. Und im Vergleich zum restlichen Markt, muss man ja auch sagen, ist das halt auch ein starkes Signal. Denn gerade die Minis, das haben wir beim iPhone ähnlich und das ist beim iPad hier auch, ist so eine Nische, die andere nicht so stark besetzen. Und Apple ist da jetzt extrem gut unterwegs. Und ja, das iPad Mini finde ich wirklich schön. Das war mein Review des iPad Mini. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. In dieser Zeit wird es wahrscheinlich noch weitere interessante Vorstellungen geben, hier oder eben auch generell Videos zu allgemeinen interessanten Themen. Schreibt mir drunter, was ihr vom neuen iPad Mini haltet, ob ihr es euch gekauft habt, ob ihr es euch kaufen wollt. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und tschüss von der Nordsee.